Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play For The Overworld. Wir fangen heute mal mit der Kampagne an. Wir haben ja schon früher mal so ein bisschen das Ding angespielt, als es noch in der Beta war. Und deswegen würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Was ist das hier? Warum leuchtet das? Dann müssen wir da anfangen. Da müssen wir anfangen. I've been looking for someone to spearhead my campaign. But before we get stuck in, let's refresh that old mind of yours. Okay, jetzt lernen wir also, wie wir unsere Kräfte als Overlord einsetzen. Und es fängt an mit einem spannenden Video. Now go! Welcome back, Underlord. I must say, I wasn't expecting you quite so soon. The transference may have left you feeling a bit foggy in the head. Focus now. I'll try to ease you back into it. Fortunately, this does seem to get easier each time. This is your home realm, the source of your power, and the anchor that binds you to reality. Many years ago it was destroyed, and you were cast out into formless nothing. Fortunately, you've returned from your exile to once again challenge those who would stand between us and the mortal realm of Kairos. Your resurrection heralds the next phase of our assault upon its wretched empire, now led by the newly crowned Emperor Lucius. But he is least and final of our worries. It's his generals and the protection of their goddess Kira that will truly test our mettle. Ready yourself, Underlord. Let's begin our war for the Overworld. Ja, das war doch mal ein schönes Video. Hat ein bisschen an die Videos von Blizzard erinnert. Finde ich. So vom Stil her. Schön gemacht. Schön gemacht. Sie können eine Stütze in der Ecke des Skript. Ich lese diese Texte unten einfach nicht mehr vor, solange die so übersetzt sind. Mir hat übrigens jemand von... Welcome back, Underlord. It's been a long time since you were banished to the ether. You've returned as a husk of your former self, but I've taught far denser Underlords than you. Let's start with the basics. Juhu, Basics. Mir hat übrigens einer von den... This is your dungeon core. The tether that allows you to manifest your malignant will. If destroyed, your consciousness will once again be scattered to the void. Your workers are an extension of your dark will. They have many jobs, but their main focus is in carving out the halls of your dungeon. Put them to work by clicking and dragging your cursor upon the flashing tiles to tag them for excavation. Na, dann wollen wir das doch mal machen. Your workers will now rush forth to dig out and claim the tagged area. Once they have laid down the stones, marking the ground as your own, you will be able to build rooms upon the finished tiles. While your lackeys get to work, look to the east of your dungeon core. This is a gateway, one of the many portals that you'll use to attract minions to your dungeon. Order your workers to dig a path to it now. Okay. Das machen sie jetzt. Jetzt haben wir hier einen Raum und hier holen wir uns jetzt das Portal. Was ich sagen wollte, dass mir irgendwer von diesem Entwicklerteam, wer auch immer, geschrieben hat. Was wollte ich denn? Ach so. Die Übersetzungen kommen noch. Im Moment wäre das wohl ein automatisches Übersetzungsprogramm. Und das sieht man halt. Also, machen wir uns nicht weiter über die schlechten Übersetzungen lustig, sondern warten einfach ab. Das kommt bestimmt. Jetzt wird hier das Unterworld Gateway eingenommen. Unterworld, genau das habe ich gerade gesagt. But first you'll need to build the rooms necessary to entice them in. Start by building a barracks. Okay. This room will allow your minions to hone their combat skills without the risk of permanent death or disfigurement.
Select it and build it by clicking and dragging your hand across the claimed tile. Das habe ich schon gemacht. Most rooms must be built at least 3 by 3 in order to function properly, though the lair and vault are effective at any size. Okay. A gnarling has entered your dungeon. Ein Knarzling. A gnarling has entered your dungeon. Attracted by the barracks, these green-skinned scrappers aren't quite right in the head, and they'll happily hack at your foes until someone is dead. Outside of combat, gnarlings will train themselves within your barracks. You can pick them up with a click if you find them slouching off, then deposit them anywhere within your dungeon with a right click. For further entertainment, you can always put yourself directly into their head by casting possession upon them. Übernahme. Wo ist er denn? Da. Now that you have some minions, Soll ich nicht. Ich soll etwas anderes machen. cater for their basic needs. First, build a lair, so the pitiful little meat sacks can get some rest. Okay, dann bauen wir jetzt hier mal das Refugium. Bei dem Refugium ist es auch egal, in welcher Größe man es baut. Aber ich denke mal, dass ein Raum, der kleiner ist als 3×3, irgendwie nicht so viel bringt. Deswegen immer schön 3×3. Oder mindestens 3×3. Vielleicht sogar besser 5×5, das ist nämlich ein bisschen schöner. Man muss ja auch nicht immer so untertreiben. Well done. But see how your gold reserves have been depleted. Command your workers to mine some of the nearby gold by tagging the gleaming tiles. Jo, dann They collect and return gold to your dungeon coffers, allowing you to spend it on whatever your dark heart desires. Your core can store up to 16,000 gold pieces. But if that number sounds pitifully small, or if wealth inspires the evil in you, simply build a vault to store more. Now that you've got a bit of coin in your pocket, you can build a slaughter pan. This room produces scores of micro-piglets, a delicacy that will sustain the weak flesh of your minions by filling their bellies with succulent pig flesh. Juhu, Mikroschweine, Mikroferkel. Finde ich gut. Ich wollte hier dann noch eine kleine Schatzkammer aufbauen. Die brauchen wir ja eigentlich nicht, deswegen kümmern wir uns erstmal um die Mikroferkel. Hier oben steht auch, einen Schlachthof bauen. Baue einen 3×3 Felder großen Schlachthof, um deine Diener mit Nahrung zu versorgen. Das bekommen wir hin. So schwer ist es ja nicht. Ist übrigens praktisch, wenn man nicht so viel reden muss, wenn man hier aufnimmt. Weil dieser Sprecher die ganze Zeit quatscht. Zack. Ich weiß übrigens, dass ich das schon ungefähr 2000 Mal gesagt habe, aber das ist der originale Sprecher von Dungeon Keeper 2. Also im Englischen natürlich, den Deutschen gibt es ja noch nicht. So. Your dungeon has been breached. Cast Rally upon these specters, Wo denn? and your minions will immediately sally forth to wreak bloody havoc. Jetzt haben wir hier diese Flagge hingesetzt, jetzt kommen alle meine Kreaturen automatisch hier angerannt, um den Gegner zu besiegen. Das sind Geisterzwerge. Geisterzwerge sind sehr, sehr gefährlich. Aber meine Knarzlinge sind gefährlicher. Well done. Now finish off the rest of these manifestations with a second rally flag. Ja. Sehr schön. Macht sie fertig. Die sind alle nur Level 1 und ich habe schon Level 2 und Level 3 Kreaturen. But see how they still circle the flag. You can dismiss rally flags by slapping them with a right click. Weggeslappt. This should allow your minions to return to their jobs and tend their needs in a timely fashion. You can cast Recall upon a minion to immediately return them to your dungeon. Though if they are attacked as it channels, then the spell will fizzle into nothing. Okay, wir können jetzt hier Rückruf da drauf casten und dann passiert hier Magisches und er wird hier wieder auftauchen. Irgendwann. Nö, er ist irgendwo anders aufgetaucht. Auf jeden Fall ist er zurück im Dungeon. Na, völlig egal wo.
Das war's schon. Done, Uhu. I see it all coming back quite quickly. I expected nothing less. But there's much still to learn. Why don't we work in a bit of murder while we're at it? It's time for you to enter the realm of Kairos. Sehr schön. Damit hätten wir die erste Kampagne auch schon abgeschlossen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi.